Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Warum sind Möbelgriffe wie diese hier oder Schubladengriffe eigentlich so richtig teuer? Wenn du zum Beispiel über 10 oder 15 Schubladen für deine Werkstatt baust, dann bist du schnell mal 50 bis über 100 Euro dann los und das Ganze nur für Griffe. Und jetzt kommt das Verrückte daran. Ich habe hier einen richtig coolen, schönen Holzgriff, schön geschwungen, der auch mal so richtig toll hier ausschauen würde. Und diesen Holzgriff, den können wir uns für ein paar Cent bzw. komplett kostenlos selber bauen. Und das Beste daran ist, ich habe vor ein paar Wochen eine Vorrichtung gebaut, wo man dünne Holzstreifen an der Tischkreissäge selber sägen kann und das wirklich wiederholgenau. Und genau diese Holzstreifen, die brauchen wir nämlich für unseren Holzgriff. Jetzt habe ich euch zum ersten Mal hier kniend empfangen. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und ihr habt es ja gerade gesehen. Gerade in der Werkstatt, wenn ihr zum Beispiel oder größere Möbelprojekte habt oder sonst irgendwas, dann braucht ihr oft sehr, sehr viel solche Griffe. Dann gibt es natürlich Möglichkeiten, die sich dann irgendwie selber zu bauen. Die schauen aber teilweise nicht so toll aus und so ein bisschen soll es doch auch ganz okay ausschauen, muss ich sagen. Und dieser Edelstahlgriff hier, dieser Edelstahlgriff, der kostet 8 Euro, muss ich sagen. 8 Euro, das ist richtig viel, muss ich sagen. Natürlich gibt es dann auch noch diese Version auch in günstig, sind aus Blech, total Schrott, schauen billig aus und kosten immer noch 3,50 Euro. Und das ist deutlich zu viel. Und deshalb, ja, bauen wir uns einen richtig schönen, geschwungenen Holzgriff wie diesen hier. Ich zeige ihn euch gleich nochmal und den wollen wir uns heute selber bauen. Und der ist ja sowas von einfach gebaut und deshalb wird dieses Video auch absolut einfach, denn ich zeige euch heute, wie man sich sowas Geschwungenes aus einem Stück oder aus mehreren Stückchen Holz selber bauen kann und das wirklich super, super einfach. Jetzt haben wir hier auf der Seite diesen Blech, den hört man schon richtig, das ist ein absolut leichter, billiger Blechgriff und der kostet allein schon mal auch 3,50 Euro bzw. 4 Euro teilweise, wo ich mir denke, das ist ja mal absolut echt zu teuer. Und jetzt haben wir dann hier diesen Edelstahlgriff hier, der ist richtig schwer und richtig gut im Endeffekt, auch von der Qualität her, aber der liegt jetzt auch zwischen 7 und 9 Euro und das ist natürlich schon eine absolute Hausnummer. So, und jetzt schauen wir uns mal meinen Griff hier an. Den wollen wir uns heute selber bauen. Das ist jetzt am Anfang vielleicht total unscheinbar, dieser Griff, aber mit dem richtigen Kontrast an den Schubladen schaut der doch richtig cool aus. Vor allem perfekt passend, super stabil. Also ihr seht es selber, der ist nicht mehr wirklich biegbar, obwohl es nur dünnes Holz ist. Also richtig stabil und extrem günstig, beziehungsweise hat der Griff mich überhaupt gar nichts gekostet. So, und was brauchen wir dafür? Nichts weiteres als dünne Holzstreifen. Ganz einfach. Das sind jetzt diese Holzstreifen, die ich mit meiner Vorrichtung zugesägt habe. Die sind 1 mm stark und das zeige ich euch natürlich mit meiner Vorrichtung, wie ich das gemacht habe. Und dieses Video könnt ihr euch natürlich auch nochmal anschauen, wenn ihr wissen wollt, wie ihr dünne Holzstreifen an der Tischkreissäge wiederholgenau sägen könnt. Also Holzstreifen brauchen wir und hier nochmal Abfallholz. Ich habe jetzt hier ein Abfallholz, das ist ein Multiplex. Die Stärke könnt ihr euch natürlich dann selber wählen. Und mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Zur Erklärung, wie das Ganze funktionieren soll. Wir werden uns jetzt aus dieser Multiplex-Platte, werden wir erstmal den Holzgriff, unseren Wunschholzgriff von Form, werden wir uns da jetzt erstmal aufzeichnen. Kurze Frage an euch da draußen und zwar, bevor wir hier weiterlegen mit unseren Holzgriffen, mit unseren schönen, was nutzt ihr in eurer Werkstatt? Was habt ihr für Griffe, Möbelgriffe, Schubladengriffe? Habt ihr euch da welche selber gebaut? Irgendwie solche Holzklötze oder so, wo man dann dran ziehen kann oder so? Und das würde mich mal interessieren. Oder was habt ihr gezahlt? Habt ihr euch welche gekauft? Und so weiter und so fort. Das könnt ihr unten mal gern alles in die Kommentare reinballern. Mein Holzgriff wird eine Gesamtbreite von 18 Zentimeter haben, also zeichne ich mir mal die 18 cm an. Ich werde es da auch nicht mehr groß reden. Ihr werdet nachher meine Form einfach sehen, aber ich sage euch natürlich schon noch, auf was ihr dann am Schluss da nochmal achten müsst.
So, jetzt schaut's mal. Ihr habt es gerade gesehen, ich habe mir hier Hilfslinien eingezeichnet. Das soll mein Griff werden. Das wird unsere Form. Also das heißt, wir müssen da nochmal abtrennen. Wir werden das Ganze nämlich jetzt gleich nochmal aussägen. Zur Erklärung, eine positive, eine negative Form und das Ganze wird zusammengepresst. Das heißt, wir nehmen unseren Holzstreifen, unseren feuchten Holzstreifen, tun die dann Ganze hier rein und pressen das Ganze zusammen, damit wir das Holz in Form kriegen. Nass. So, ich habe das Ganze hier schraffiert. Jetzt ist es wichtig natürlich, dass wir auch diese Holzstärke, diese Griffstärke, die wir dann später haben wollen, die müssen wir natürlich hier aus dieser Form rauskriegen. Das heißt, ich werde dafür gleich mal eine Bandsäge verwenden mit einem feinen Blatt drin. Ihr könnt natürlich das Ganze auch irgendwie einmal in der Mitte mit der Stichsäge aussägen und dann natürlich dann zurecht schleifen. Am Spindelschleifer oder so könnt ihr natürlich auch machen. Ich werde das Ganze, wie gesagt, jetzt hier einmal diesen Schnitt hier einfach da hier entlang sägen mit der Bandsäge und einmal auf der Seite lang sägen und somit habe ich dann meine Form. Das heißt, ihr könnt natürlich das Ganze auch ein bisschen dicker wählen, 6 mm, 7 mm, je nachdem, wie ihr natürlich eure Holzstreifen dann zusägt und wie weit ihr natürlich dieses Holz dann am Schluss biegen könnt. Fertig gesägt, die Form ist fertig. Und jetzt seht ihr genau, wenn ich das jetzt hier zusammen tue, so circa 5 mm auseinander, dann seht ihr, wie schön wir da praktisch diese Form von diesem Griff drin haben. Und dort kommen dann praktisch die Holzstreifen rein. Jetzt müssen wir noch einen Schritt machen und zwar, wir kleben dort Klebeband hin, nicht dass der Leim natürlich oder der Griff die Holzstreifen mit diesem Holz abbinden. Das geht natürlich sehr schlecht. Und deshalb werden wir da Klebeband einfach mal drüber machen und das Ganze dann ja schützen vor unserem Leim. Weiter geht's mit unseren Holzgriffen. Das Wichtigste ist, was wir brauchen, ist natürlich Holz und das Ganze in Streifen geschnitten. Ich habe ja vor ein paar Wochen mal eine richtig coole Vorrichtung euch gezeigt. Das ist diese Vorrichtung hier. Mit dieser Vorrichtung kann ich super dünne Holzstreifen wiederholgenau an der Tischkreissäge und vor allem sicher sägen. Kann ich euch gerne nochmal dort oben oder unten in der Videobeschreibung verlinken, wen das Ganze interessiert. So, für unseren Prototypen, den ich jetzt hier in der Hand habe und euch gezeigt habe vorhin, dort habe ich ganz normale hier Altholz-Fichte verwendet. Werden wir jetzt aber nicht machen. Wir werden noch ein bisschen edler gehen. Und zwar habe ich noch ein Reststück Eiche hier rumflacken. Und mit dieser Eiche werden wir uns einfach jetzt mal schöne Streifen runtersägen. Und ja, dann geht es weiter mit unseren Holzgriffen. Meine Holzstreifen werden so, ich sage jetzt mal circa 1,2 mm stark. Darauf habe ich die Vorrichtung eingestellt. Wir wollen ja so circa auf 5 mm Stärke kommen von unserem Holzgriff. Also das muss ja nur circa sein. Und deshalb diese 1,2 mm an Holzstärke. Also es werden bei mir dann klar 4 Holzstreifen werden pro Griff. Cool, wie schnell und sauber ich da vernünftige Holzstreifen rauskriege. Perfekt! Und Leute, das Perfekte daran ist, jetzt schaut mal diese schönen Holzstreifen an. Super genau. Das Tolle daran ist, die sind exakt 1,2 mm stark. Und das ist doch mal richtig cool. So, jetzt geht's weiter. Wir brauchen eine Schale. Wir haben ja hier unsere Vorrichtung. Und jetzt brauchen wir eine Schale, wo wir Wasser reintun können. Und ja, jetzt tun wir uns da mal 4 Streifen rein
und werden mal ein bisschen Wasser drüber kippen. Und zwar werde ich dort warmes Wasser verwenden. Ihr könnt auch kaltes Wasser verwenden, aber dann müsst ihr es auf jeden Fall länger drin lassen. So, lassen wir es einfach mal ein bisschen drin, warten 5 Minuten und dann können wir weitermachen. So, genug, das waren jetzt 5 Minuten, tun die Streifen mal einfach raus, das Wasser kommt weg. Und nun nehmen wir unsere Vorrichtung, es ist jetzt ganz einfach, wir machen die Streifen zusammen schön, dass das passt. Legen sie da rein und wir brauchen jetzt nichts mehr machen, außer unsere Zwingen zu nehmen und das Ganze zu zwingen. Mehr brauchen wir nicht machen. So, jetzt tun wir es mal zusammenzwingen. Schaut halt, dass es einfach schön anliegt, das Ganze, und dann einfach zusammenzwingen. Das werden wir jetzt auf allen Seiten machen. Ja, es wackelt die Zwinge hier. So, und jetzt seht ihr, haben wir diese Form eigentlich schon erreicht mit unseren Holzstreifen und das Ganze lassen wir jetzt einfach trocknen. Es ist relativ schnell getrocknet, also ich muss sagen, an einem halben Tag ist es wieder komplett trocken, dann können wir schon weitermachen. Aber natürlich habe ich das Ganze schon mal vorbereitet, deshalb tun wir das jetzt mal einfach mal weg und holen uns die andere Form her. Denn es ist natürlich ganz klar, wenn ihr mehrere Griffe auf einmal machen wollt, dann ist es logisch, dass wir das Ganze natürlich mit mehreren Formen einfach machen können. Deshalb habe ich mir noch mal eine gebaut. Das ist ja gar kein Stress. Wir brauchen ja nur unsere Originalform nehmen, draufkleben und an der Kopierfräse das Ganze dann praktisch kopieren oder halt am Bündigfräser das Ganze bündig wieder fräsen und schon haben wir unsere zweite Form. Also die geht viel, viel schneller als die erste. So, jetzt machen wir das Ganze mal auf. Das sind jetzt die getrockneten Holzstreifen. Ihr seht es jetzt hier. 4 Stück sind getrocknet und ihr seht es auch schon, wir haben diese Form erreicht. Das heißt, wir müssen da jetzt einfach nur noch das Ganze zusammenleimen und wieder pressen. Ja Leute, sinnvoll ist es natürlich in der Unterlage zu verwenden, weil ich habe jetzt hier natürlich keine verwendet. Jetzt streicht ihr noch den restlichen Leim, streicht ihr dann einfach ein bisschen ab und lasst das Ganze trocknen. Wenn euch interessiert, was das für Pinsel sind, das sind so Silikonpinsel, kann ich euch natürlich alles unten in der Videobeschreibung verlinken, auch den Leim und so weiter, alles unten in der Videobeschreibung. So, jetzt wollen wir natürlich nicht warten. Ich lege das wieder mal beiseite, das heißt, jetzt haben wir noch ein anderes Stück. Ich habe euch ja gesagt, macht's lieber ein bisschen mehr, legen wir es woanders hin, macht's ein bisschen mehr Muster, also Formen, denn ich habe nämlich schon eins vorbereitet, damit wir nicht jetzt lang warten müssen. Das ist jetzt komplett schon ausgetrocknet, das Ganze, den Leim. Da habe ich einen Tag gewartet und können wir das Ganze aufmachen und uns einfach mal anschauen, was da rausgekommen ist. So. So, raus aus der Form und ihr seht, was wir da Tolles haben. Das heißt, wir müssen jetzt hier einfach nur noch absägen in einer gewünschten Länge, wo wir das haben wollen und schon fertig. Also es ist doch gar nicht mal so schlecht rausgekommen. Ja, wir werden es natürlich noch ein bisschen schleifen und wir könnten es noch abrunden oder können wir machen. Aber ihr seht, der Griff ist richtig cool. Werden wir noch mal ein bisschen weiter bearbeiten. So, ich habe da mal ein paar Griffe. Wir sind so gut wie fertig und sie kommen richtig, richtig cool rüber. Aber wir sind erst nur fast fertig, denn
Es wird noch geölt. Ihr habt es noch mal gesehen, das habe ich nicht gezeigt. Ich habe da Löcher noch gebohrt und habe das Ganze noch gesenkt, damit die Schrauben schön verschwinden. Also das heißt, ich nehme dann so schöne Edelstahlschrauben und werde die damit befestigen. So, zum Ölen werde ich natürlich wie immer mein Bio Heliacare benutzen. Das werde ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken. Und diesmal nehmen wir aber eine Unterlage. Aber Leute, jetzt seid mal ehrlich, die schauen doch mal so richtig cool aus. Und schaut's mal, die sind alle absolut gleich. Richtig cool. Mir gefallen sie gut, aber ja, ölen. So Leute, und jetzt schaut sie euch an. Die schauen doch mal so richtig gigantisch aus. Schauen alle absolut gleich aus von der Länge, von der Höhe. Alles absolut identisch. Und also perfekt. Und vor allem, die sind ja sowas von stabil, wenn man da drauf drückt. Richtig, richtig cool. Wie gefallen sie euch? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Aber ich würde sagen, wir schrauben jetzt schon mal 2 davon dort drüben bei mir am Schrank an. Leute, und jetzt mal wirklich ganz ehrlich von euch da draußen. Gefallen euch die Griffe? Ich finde die absoluter Hammer. Für 0 Cent. Echt cool. So, ihr seht es ja selber. Holz, Anthrazit und dann dieser Holzgriff. Und jetzt schaut mal, wie cool das da rüberkommt. Diese Kombi, diesen Kontrast dazu auch noch. Richtig, richtig cool. Aber ich möchte sie nicht so langweilig da oben haben. Das ist mir zu langweilig. Ich werde sie schräg hinbauen. Und das gefällt mir auch richtig, richtig gut. Deshalb baue ich es auch noch schräg hin. So, die vorhandenen Löcher können wir benutzen. Und schrauben das Ganze jetzt mal fest. So, die letzten Umdrehungen und dann haben wir unsere Griffe festgemacht. Perfekt. Und jetzt, ich sehe es gerade auf der Kamera. Leute, das ist im absoluten gleichen Winkel. Es schaut nur jetzt auf der Kamera so wirklich unterschiedlich aus. Also keine Angst, die sind alle richtig im Winkel. So, was ich vorher, glaube ich, nicht erwähnt habe, ich habe das jetzt noch richtig schön rund geschliffen. Die fühlen sich jetzt auch so richtig schön an. Also so geschmeichelte Handschmeichler sind es. Es ist ja hier abgerundet worden, nochmal die kompletten Ecken sind nicht scharf, gar nichts. Es ist ja mit einem kleinen Radiusfräser noch abgerundet, es ist geölt. Es fühlt sich jetzt so richtig schön weich an. Sie sind mega stabil und funktionieren perfekt. Also mir gefallen sie echt top und ich bin mal gespannt, ob sie euch auch gefallen. Ich bin mal echt gespannt auf eure Meinung dazu. Aber jetzt kommen wir mal kurz zum Fazit. Für wen sind diese Griffe nicht geeignet? Ihr habt es richtig gehört, nicht geeignet. Für Leute, die keine Zeit haben und die keine Geduld haben. Aber warum ist das so? Ganz klar. Eine Vorrichtung, ein Holzgriff brauchen 1,5 Tage. Ich habe jetzt 3 Vorrichtungen gebaut und ich schaffe dann in 1,5 Tagen 3 Holzgriffe. Wenn ihr hier 20, 30 Holzgriffe produzieren müsst, dann müsst ihr die Zeit natürlich einkalkulieren und das muss jedem von euch da draußen klar sein. Also für die Leute ist es absolut nichts. Aber für Leute, die einfach Geld sparen wollen, die aus Restholz sich was selber bauen wollen, sind diese Dinger richtig, richtig cool. Und vor allem, wenn man einmal diese Vorrichtungen gebaut hat, dann ist es ja super schnell erledigt. Ich meine, an der Tischkreissäge, da kann ich ja in 10 Minuten einen riesen Stapel von solchen Holzstreifen raussägen. Das ist überhaupt kein Stress. Dann ins Wasser einlegen und dann nach und nach einfach durchproduzieren. Ist überhaupt kein Stress, zusammenleimen. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, brauche ich pro Griff, wenn die Dinger natürlich produziert sind, brauche ich keine 10 Minuten. Dann ist dieses Ding hier fertig und ihr könnt ihn einfach praktisch benutzen. Also aus meiner Sicht richtig cool. So Leute, wir sind am Ende des Videos. Lasst dem Video doch bitte einen Hype da. Das Hypen, zuerst liken und dann hypen. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst doch ein Abo da und vergesst die kleine Glocke nicht zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr von Gipfelholz. Und ich würde sagen, schöne Möbel, Streifen, Holz, Streifen, Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.